Hallo, hallo und willkommen auf diesem Kanal. Ich bin Crispy und heute tauchen wir ein in die dunkle Welt des Anime-Universums und stellen uns die Frage, waren Anime früher eigentlich düsterer und brutaler als heute? Von den klassischen Hits der 80er und 90er Jahre bis zu den Serien der heutigen Moderne. Wir werden einen genauen Blick darauf werfen, wie der Ton und das Setting sich im Laufe der Jahre verändert haben. Beginnen wir mit den späten 80er und frühen 90er Jahren. Eine Zeit, in der Anime begann, weltweit immer mehr an Popularität zu gewinnen. Anime-Serien wie Akira und Ninja Scroll brachen auf die Bühne und schockierten das Publikum mit ihrem düsteren Setting und den brutalen Darstellungen. Diese Werke zeigten eine Welt, in der moralische Ambiguität vorherrschte und brutale Auseinandersetzungen an der Tagesordnung waren. Aber es war nicht nur die Gewalt, die diese Ära prägte. Es war die Art und Weise, wie diese Anime-Serien tiefgründige Fragen über Menschlichkeit, Macht und den Preis des Fortschritts stellten. Mit der Jahrtausendwende bemerkten wir jedoch eine deutliche Verschiebung. Anime wie Inuyasha oder Jan die Kamikaze-Diebin behielten ihre übernatürlichen und düsteren Themen bei, fügten jedoch romantische und abenteuerliche Aspekte hinzu, die das Publikum ansprachen. Detektiv Conan bot Morde und Mysterien, präsentierte dies jedoch in einem Format und in einer Art und Weise, in der es Teenagern und jungen Zuschauern präsentiert werden konnte. Die Darstellung von Mordfällen, oft mit komplexen und gruseligen Hintergründen, sowie die Präsenz von furchteinflößenden Mördern, zeigen aber auch, dass Serien, die für ein jüngeres Publikum gedacht sind, düstere und brutale Elemente enthalten können. Doch es gab auch Anime, die die dunklen und brutalen Wurzeln der Vergangenheit nicht verließen. Elfenlied zum Beispiel. Bekannt für seine schockierenden Szenen und Gewalt und seine tiefgehenden psychologischen Themen, oder auch Corpse Party, das die Horror- und Überlebensgenres mit einer Intensität, die selten zuvor gesehen wurden, erforschte. In der heutigen Anime-Landschaft sehen wir eine deutliche größere Breite an Genres und Vielfalt. Werke wie Attack on Titan oder Tokyo Ghoul haben das Düstere und Brutale der Vergangenheit wieder zum Leben erweckt. Sie jedoch mit komplexen Charakteren und tiefgründigen philosophischen Fragen verwebt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Serien wie My Hero Academia oder Demon Slayer. Diese zeigen, dass man Spannung und Konflikte darstellen kann, ohne sich ausschließlich auf Brutalität zu stürzen. Bei Demon Slayer vielleicht ein bisschen weniger. Diese modernen Anime beweisen aber auch, dass man die Zuschauer emotional berühren und zum Nachdenken anregen kann, ohne ständig düstere Themen zu bemühen. Doch was sagt uns diese Entwicklung? Erstens, dass Anime sich im Laufe der Zeit zusammen mit dem Publikum entwickelt hat. Die frühere Neigung zu extremerer Gewalt und Düsternis spiegelten eine Zeit wider, in der sich das Medium selbst noch finden und abgrenzen musste. Heute, in einem etablierten globalen Publikum und einer breiteren Akzeptanz, können Anime-Schöpfer eine Vielzahl von Geschichten erzählen, die sowohl die dunklen als auch die leichten Aspekte des Lebens umfassen. Also, waren Anime jetzt früher düsterer und brutaler? Ja, in gewisser Weise waren sie das, bedingt durch die Themen und den Stil der Zeit. Aber das bedeutet auch nicht, dass die modernen Anime diese Themen komplett abgelegt haben. Vielmehr haben die modernen Anime gelernt, diese Brutalität und dieses düstere Thema mehr in das Setting einzugliedern und sie in vielschichtigere und tiefgründigere Geschichten einzubinden. Die Reise durch die Geschichte der Anime zeigt, dass die dunklen und brutalen Elemente immer ein Teil dieses Mediums waren und es wahrscheinlich auch immer bleiben werden. Die Art und Weise, wie diese Themen präsentiert werden, hat sich zwar verändert, doch die Fähigkeit der Anime, uns tief zu berühren, herauszufordern oder auch zum Nachdenken anzuregen, bleibt jedoch unverändert.